Maxi, schön, dass du heute bei uns bist. Wir drehen heute eine neue Folge Close-Up, damit die Fans dich einfach ein bisschen besser kennenlernen. Dafür haben wir uns etwas ganz Besonderes überlegt und uns Unterstützung geholt und sagen damit herzlich willkommen an unsere neue Moderatorin, deine Freundin Lea. Hallo. Oh, hä? Ich bin auch hier. Ja. Kann ich anfangen? Okay, wie geht's dir? Danke, gut. Und dir? Mir geht's auch sehr gut. Wie waren die ersten Tage hier für dich in Thüringen? Ja, sehr schön. Mal was anderes, dass die Familien auch da waren und dass du auch da warst. Ja, war für mich. Ja, natürlich eine schöne Abwechslung. Auf was freust du dich am meisten in den nächsten Wochen? Ja, ich freue mich generell auf die Europameisterschaft im eigenen Land. Ich glaube, man merkt die Euphorie hier im ganzen Land und es ist eine unglaubliche Ehre und ich freue mich extrem drauf. Und was denkst du, wie findet es Carlo, wenn ich nur mit ihm Gassi gehe in den nächsten Tagen oder nächsten Ja, ich Wochen? glaube, Carlo ist schon sehr traurig. Ich glaube, er hat schon oft jetzt Zeichen gegeben, dass er mich schon sehr vermisst. Und deswegen, glaube ich, freut er sich, wenn ich dann auch endlich mit ihm Gassi gehen kann. Freust du dich auch? Ja. Ja? Also klar, kann Wenn jetzt wieder noch ein du bisschen, Gassi gehen musst am dann Morgen. nach dem 14.07. kann ich dann wieder mit ihm Gassi gehen. Schwäbische Maultaschen oder Berliner Döner? Boah. Ja, schon noch der Berliner Döner, aber ich muss sagen, Maultaschen sind auch sehr gut. Hätte ich auch nicht gedacht. Die sind schon so. Döner, Maultaschen. Schon nah beieinander. Ja, aber Berliner Döner ist noch ein Ticken schärfer. Ja? Ja. Hast du eine Empfehlung für unsere Fans? Welcher Berliner Döner ist der beste? Wo geht ihr hin? Berliner Döner, also Hakiki ist eigentlich schon ein guter Döner und Buyam. Und Ur heißt der Ur. Also wird Ur geschrieben, aber glaube ich Ur ausgesprochen. Erzähl doch mal, wie deine erste DFB-Nominierung gelaufen ist. Und meine erste DFB-Nominierung, die endgültige Nominierung, Nein, die allererste. ja, wo ich mit Pino im Auto war. Ja. Das war ja, aber das war ja keine Nominierung, das war ja, wo er mich das allererste Mal Ja, das angerufen allererste hat. Mal angerufen. Ach so, hat. das allererste Gespräch, oh ja, okay. Also das allererste Gespräch war, da bin ich mit deinem Bruder, Pino, schöne Grüße, im Auto gewesen und wir wollten gerade tatsächlich auch witzig Döner essen gehen. Und dann hat das Handy geklingelt und dann war auf einmal der Julian Nagelsmann am Telefon. Und ja, wir beide waren halt so komplett nervös. Pino erzählt gerne noch, der ist fast über den Kreisverkehr, über alles drüber gefahren. Ja, ich wusste ja am Anfang gar nicht, wer dran ist. So, und dann habe ich einfach so Lautsprecher gemacht. Hallo? Und ja, hi Maxi, Julian Nagelsmann hier. Und dann ist mir natürlich fast das Handy aus der Hand gefallen. Und dann halt die erste endgültige Nominierung war dann Freitagabend ein Spiel gehabt gegen Union. Und ich habe gerade meinen Mittagsschlaf gemacht vorm Spiel und bin dann aufgewacht und hatte 2 Anrufe in Abwesenheit. Dann zurückgerufen, dann ist er nicht rangegangen, dann kam wieder der Anruf, also ein bisschen hin und her, aber ja. Und dann habe ich direkt meine Mama angerufen und dann haben wir so eine Telefonkonferenz so geführt, wo meine Mama dann da war, mein Papa, Oma, Bruder. Und Lea kam dann so später irgendwie dazu und sagt so, ja, was wollt ihr jetzt? Ich muss arbeiten, ich kann gerade nicht. Und ja, dann warst du trotzdem drin und haben gesagt, ja, ist wichtig, geh mal kurz irgendwie auf Klo oder so. Und dann saßt du da auf Toilette mit deinem FaceTime. Ja. Und ich so, ich kann jetzt nicht, was wollt ihr denn von mir? Was ist passiert? Was ist denn so wichtig? Was ist so jetzt? wichtig? Ich muss arbeiten. Ja, und du warst dann auch fassungslos. Ja, Also, war auf jeden Fall sehr toll. Bei welcher Serie bist du als letztes eingeschlafen? Suits? Oder? Ja. Die wir zusammen geschaut haben, Ja, wir schauen immer die ich Suits dann zum am Ende Einschlafen. alleine schauen musste. Eigentlich schauen wir immer Suits zum Einschlafen. Und was war die letzte Serie, die wir geschaut haben? Der Fall Asunta. Die habe ich alleine Die hast fertig du alleine geschaut, weitergeschaut, aber weil halt, ich eingeschlafen bin. Ich werde halt abends immer schnell müde und brauche halt meinen Schlaf dann irgendwie. Und ja. Aber beim Fußball schaffst du es ja immer, wach zu bleiben. das stimmt. Ja, das klappt immer. Das klappt gut. Jetzt wie zum Beispiel bei der Relegation. Schon sehr spannend. Ja, aber da hast du ja auch gute Unterstützung von mir. Ich schaue ja Das immer. stimmt. Macht sie das wirklich? Schaut sie immer mit dir Fußball? Ja, boah. Wann war denn das? Das war vor jetzt 1-2 Wochen. Da bin ich dann auch nach Hause gekommen, da war ich auch ein paar Tage nicht zu Hause und dann haben wir wieder Fußball geguckt. Da hat sie dann gesagt, ich habe es schon ein bisschen vermisst. Ja, doch. Ja.
Top. Vielen Dank, Lea, für deine Unterstützung. Kein Problem. Hat uns sehr geholfen.